Ich habe anfangs 2021 gefunden, ich brauche jetzt eine Pause und bin reisen bis runter nach Griechenland und habe natürlich nicht ganz lassen, ein bisschen weiterzudenken. Als ich zurückbekomme mit einem fertigen Konzept, habe ich ziemlich schnell den Fabian wieder mal getroffen. Wir haben ihn schon länger kennt. Er hat mir das Gespür gegeben, dass er eigentlich gerade am gleichen Punkt ist. Er möchte gerne selbstständig werden und jetzt sind wir da. Ja. Heute verschlägt es uns nach Bern, und zwar in die Münstergasse. Hier treffe ich Marc und Fabian vom Restaurant Zoe. Für Genuss ist bestens gesorgt. Mit seinem Team zaubert der Südtiroler Sternekoch Fabian Raffiner den Gästen feine Lunchgerichte und ein volles Fine-Dining-Menü am Abend. Ausschließlich vegetarisch. Als ich das Konzept geschrieben habe, habe ich mich ein Jahr lang vegan ernährt, einfach auch zum Reindenken, den Mindset zu bekommen. Ich habe es jetzt für mich so definiert, dass ich sehr bewusst, wenn ich Fleisch esse, schaue, von wo kommt es. Und so bin ich jetzt bei einem Kompromiss gelandet, der für mich stimmt, wo ich 1-2 Mal in der Woche noch Fleisch esse. Als Restaurant sind wir rein vegetarisch. Da braucht es eine klare Linie, ein klares Konzept. Ich ernähre mich sehr ähnlich wie der Marc. Also wir kochen hier auch für die Mitarbeiter kein Fleisch, sondern wir halten an unserem Konzept klar fest. Und früher in der Gesellschaft war es ja auch so, dass man am Sonntag den Sonntagsbraten hatte und unter der Woche sich eigentlich vegetarisch ernährt hat. Wie schafft ihr das, dass ihr die Gäste zufriedenstellt, vor allem auch den fleischessenden Gast? Wir versuchen die Gerichte einfach mit sehr viel Tiefe und sehr viel Umami an den Gast zu bringen. So zum Beispiel wie der Kräuterseitling, den ich dir nachher zeige. Dort haben wir einmal das Likchi. Likchi ist wie Kimchi gemacht, aber eben wie der Name schon sagt, aus Lauch. Das haben wir fermentiert. Durch das kriegt man eine schöne Säure rein, aber auch einen sehr intensiven Lauchgeschmack. Dazu gibt es einen Kräuterseitling mit fermentiertem Knoblauch und einen Sud aus geröstetem Buchweizen. Durch die starke Reduktion versuche ich einfach einen sehr intensiven Geschmack aufs Teller zu bringen. Wir versuchen wirklich Gemüse oder Früchte oder eben auch Pilze so in den Fokus zu rücken, dass man einfach den maximalen Geschmack aus dem Produkt rausholt. Und es soll eigentlich kein Fleischersatz sein, sondern es soll einfach Gemüse in allen Facetten sein. Entscheidend für den Geschmack ist natürlich auch die Qualität der Produkte. Das frische Sauerteigbrot stammt zum Beispiel von Massimo Calandra von der Bäckerei Sicula. Nur ein paar Straßen weiter. Also meine Produkte, 99%, sie sind noch alle regional von Bern. Und ich gehe 2-mal eine Woche auf den Markt kaufen. Wir kommunizieren sehr viel mit den Bauern, was haben wir viel diesen Monat, was könnten wir noch brauchen, wie können wir noch arbeiten, welche Weizen können wir noch setzen nächstes Jahr. Aber die Hauptrolle spielen im Zoe natürlich Gemüse und Früchte. Wir schaffen mit der Alin auf dem Hof zusammen. Dort versuchen wir nicht zu sagen, ich brauche das, das und das, sondern sie sagt mir, was sie gerade hat, bringt das, wir machen dann was daraus. Also wir haben uns entschieden, dass wir so Gemüse oder Früchte anbauen, dass wir nicht gezwungen sind, eine Überproduktion zu machen. Darum haben wir Partner gesucht, die eigentlich das abnehmen, was wir haben. Also wo wir nicht verpflichtet sind, immer gewisse Mengen zu liefern, die sie einfach bestellen. Dass man auch nicht gezwungen ist, extrem viel aus dem Boden rauszuholen, sondern einfach das zu ernten, was es gibt. Und nachher auch dort einen fairen Preis hat dafür. Und vor allem eben direkt den Kontakt hat mit dem, was du verarbeiten. Und das ist auch spannend, weil wir Zeug ausprobieren können. Können wir irgendein Gemüse ausprobieren oder jetzt eben dieses Jahr Wassermelone, wo wir dann sehen, der Fabian hat jetzt das und das daraus kreieren und es ist mega gut angekommen und das motiviert einem extrem, auch überhaupt nachher die Pflanzen anzubauen. Ein spannendes Beispiel ist die Paupau. Das ist eine Frucht, ähnlich wie eine Banane, mit Mango gekreuzt, aber mit sehr vanilligem Geschmack. Die baut die Alin an. Und sie hat mir die Idee gebracht, hey Fabian, könntest du mit der was machen? Jetzt haben wir das Dessert auf der Karte, das wir aus dieser Frucht zubereiten. Fabian, ein Thema, was euch besonders am Herzen liegt, ist das Minimieren von Food Waste.
Dafür habt ihr ein einzigartiges Konzept geschaffen, wo ich bisher in der Form noch nicht gesehen habe. Einerseits versuchen wir natürlich Food Waste zu vermeiden und dadurch haben wir eben diesen Food Waste Teller geschaffen, wo wir dann anstatt wegzuschmeißen noch versuchen irgendwie zu verkaufen. Der Against Food Waste Teller ist auch ein Überraschungsgericht. Je nach übrig gebliebenen Zutaten sieht er immer wieder anders aus. Heute besteht er aus Polenta vom Vortag, flambierten Maiskolben, eingelegten Zwiebeln, Knuspermais und frischen Sprossen. Reste verwerten auf Sternenniveau. Fehlt nur noch die Getränkekarte. Mir ist sehr wichtig, wie auch im Food-Bereich, dass es irgendwo Connection gibt zu Produzenten, Partnerschaften, langlebige. Und das habe ich probiert, in unserer Weinkarte zu widerspiegeln. Wir haben ja ein Haus Bier, aber haben auch ein Haus Wein gemacht, zusammen mit der Winzerin, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe in Norditalien. Sie arbeitet eigentlich nach Demeter-Standard und das passt auch wieder sehr gut zu dem, was wir hier machen, mit der Nachhaltigkeit, die mitschwingt, mit aber auch Produktbewusstsein und hohe Qualität. Und so haben wir mit ihr dürfen einen Naturwein entwickeln, der jetzt unsere Etikette trägt und die Leute sehr schätzen. Zum Wohl, auf Zoe. Zum Wohl, Fabian. Also Marc, etwas musst du mir noch verraten. Für was steht Zoe? Zoe ist ein altgriechischer Name. Bedeutet so viel wie das bewusste und sinnerfüllte Leben und Erleben. Und das ist eigentlich genau das, was wir hier unseren Gästen vermitteln und zelebrieren. Viva. Was sagt ihr? Nein, wir sagen Prost. Das sind Bündner, die Viva sagen.